Wunderbar ist der Herr. Am Anfang, can you hear me? I can hear myself. Gottes Wort, was tot ist, lebendig macht. Aus toten Menschen macht der Herr lebendige Menschen. Das ist sein Wort. Scharfer als jedes zweischneidige Schwert. Und wenn der Herr spricht, dann ist es Leben. Und er will uns Leben geben. Fortwährend. Von neu geboren. Durch sein Wort, und das Hauch seines Mundes hat er uns angehaucht. Und wir dürfen jetzt weitergehen, weiter. Wir haben einen Weg vor uns. Wir sind gerettet, aber wir haben einen Pfad, den wir folgen müssen. Ein Pfad, den der Herr vorbereitet hat für jede Gläubige. Wir wollen jetzt ein bisschen da reinschauen, was der Herr von uns möchte. Und der Titel ist Der Gerechte, aber wird aus Glauben leben. Das ist was der Herr will. Und ich beginne in Hebräer 6, 7 bis 12. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nah, der am Ende zur Verbrennung führt. Wir aber sind, wenn wir auch so reden, Hinblick auf euch, Geliebte, von Besseren und zum Heil dienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Es ist manchmal ist Gottes Wort ein bisschen streng, aber wer ist ein Vater, der manchmal auch nicht streng ist zu seinen Kindern? Manchmal ist ein Vater, muss er streng sein zu den Kindern in der Erziehung. Er sagt nicht, das ist okay, jetzt alles geht, geh mal raus und ich mach weiter. Sondern Gott denkt auch an uns. Er will, dass wir alle durchkommen und zu ihm kommen, an diesem Tag erleben, wo wir zusammen ihm sehen wird. Er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass keiner diese Schiene, was wir drauf sind, abweicht und irgendwo anders auf den falschen Schiene. Es gibt so viele Wege, so viele Glauben, so viele Religion. Und wir müssen genau gucken, genau darauf achten, was ist mein Weg, wo ist mein Pfad. Und der Herr gibt es uns vor, er sagt, was wir tun sollen. Das letzte Vers nochmal, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wir sind herausgefordert, Nachahmer derer zu sein, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Wir sind Erbe Gottes und Miterbe Christi, aber durch Glauben und Ausharren. Das ist unsere Wort, das wir zu Herzen nehmen. Glauben und Ausharren. Nicht aufgeben, nicht irgendwo anders suchen, nicht irgendwas anderes anhören oder eine neue Lehre oder ein neuer Weg, sondern auf das, was Gott dir am Anfang an gegeben hat. Da müssen wir drin bleiben und darauf bauen. Gott hat uns jeder eine Portion des Glaubens gegeben, in uns jeder. Und wir gehen durch die Jahre, wir haben Kämpfe, aber wir sind siegreich immer durch jeden Kampf, wenn wir auf den Herrn schauen. Und das Wort benutzen, was er uns gegeben hat. Und nicht nur eine fremde Lehre hineinbringen. Das haben so viel gemacht in der Vergangenheit. Wenn du die Gemeinde anschaust, die haben manchmal irgendwas aufgenommen und hat sie von Gott weggenommen. Es hat sich angehört, sehr gut, Honig,
lecker und nachher war es nicht gut. Es war Verderben. Aber wir müssen genau auf diesen Weg, hat der Herr gesagt, der Weg zum Leben ist schmal. Der Weg zum Leben ist schmal, nicht breit. Der Weg zu Verderben ist breit. Ist ganz breit. Es ist eine 20-stellige Autobahn, 20 Bahnen. Ne? Aber der Weg zum Leben, zum Herrn, ist ein ganz kleiner Weg, ein ganz kleine Pforte. Und wir müssen daran bleiben. Wenn es alles so locker ist, was wir verlieren haben und zur Zeit Gnaden und es alles okay, du kannst weiter sündigen, du kannst weiter tun, wie du vorhin gemacht hast, weil es alles Gnade. Das ist der Weg in die Hölle. Das ist ein Lügengeist. Der hat uns nicht vergeben oder der Herr hat uns nicht gewaschen in seinem Blut, damit wir weiter so leben, wie wir früher gelebt haben, sondern er hat uns freigesetzt, in die Neuheit des Lebens zu leben. Er hat uns frei gemacht und von seinem Geist gegeben, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. In ihm. Glaube wird hier groß geschrieben, denn es ist der Schlüssel, wie wir Gott gefallen können. Also wenn ich manchmal falsche Worte benutze, dann weiß ich, dass ich Engländer bin. Okay, manchmal benutze ich wir und es hätte was anderes sein, aber ihr kennt mich inzwischen. Wenn ihr denkt bei dir selbst, eigentlich war das anders, ein anderes Wort, dann ist okay, bist Roger. Hebräer 11,6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. Ohne Glaube. Man kann nicht ohne Glaube. Wenn du, das ist ein Verstand ohne Glaube, stellt alles in Frage. Der menschliche Verstand wird alles in Frage stellen. Rede mit Leuten, die nicht gläubig sind, die Gott nicht kennen, über Glauben. Nicht? Für ihn ist es Bahnhof. Die verstehen es auch nicht, sie können es nicht verstehen. Aber ihr seid glückselig, denn der Herr hat euch euer Herz aufgetan. Ihr könnt glauben. Ihr habt dieses bekommen vom Herrn, dass ihr glauben dürft. Ihr dürft die Geheimnisse des Reiches verstehen. Wir wachsen darin. Das heißt nicht, dass wir alles verstehen. Ich verstehe alles. Ich verstehe manchmal gar nichts. Aber da ist der Geist Gottes da. Und wir dürfen den Geist Gottes fragen, wenn wir nicht verstehen, Herr, eröffne das für mich. Zeig mir, was das bedeutet. Und in die Jahre kann ich hier sagen und bekennen, dass so ist der Herr bei mir. Er ist immer unterweist uns. Er hat mich unterwiesen und euch auch. Der Geist Gottes ist derjenige, der unterweist. Hat der Herr gesagt, der Geist wird das bringen von mir und euch verkündigen. Und er wird euch Zukünftiges sagen. Und das ist so wunderbar. Wir wandeln nicht in die Dunkelheit, sondern wir wandeln im Licht. Der Herr ist unser Licht, unser Heil. Amen. Dein Licht und dein Heil. Aber hier wollen wir uns darauf konzentrieren, über Glaube jetzt. Es geht darum jetzt, wie wir glauben, was wir glauben. Auf jeden Fall ohne Glaube. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen das richtig in unser Herz gehen lassen. Ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Und daher, Herr schenkt uns Glaube. Und wir müssen diese Glaube, die er uns gegeben hat, wie eine Pflanze. Ne? Wir müssen es, we have to take care of it, nicht? Es umsorgen. Ne? Können Sie ein bisschen Englisch reden? Ja? You have to take care of it. Du musst die Pflanze behüten und düngen und waschen und gucken und Licht geben und gucken. Und so ist es unser Glauben. Wir müssen darauf aufpassen, dass nicht was Falsches, Fremdartiges hinein in unsere Glaube hineinkommt. Und das Zweite in diesem Satz ist, dass er muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Dein Glauben wird belohnt. Das, was du durchgehst jetzt, in die Tage vor uns und die Jahre, die hinter euch haben, immer festgehalten an Gottes Glaube. Und das ist, es wird belohnt sein. Der Herr wird dein Glauben
belohnen. Wunderbar. Dann fragt mich nicht, was er belohnen wird, aber er wird es belohnen. Und wir sehen in Gottes Wort weiter, wie wir glauben müssen. Hebräer 10, 38. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Aber wir sehen, dass das ein Lebensstil ist. Es ist nicht nur, oh ja, ich gehe Kirche am Sonntag, da kann ich meinen Glauben jetzt rausholen und die Halleluja und preis den Herrn. Sondern das ist, was wir eine ganze Woche gemacht haben. Wir haben in unserem Glauben gelebt. Ein Lebensstil. Und an diesem Lebensstil bedeutet, dass wir nah an Gott sind. Denn der wahre Glaube ist nie mehr nah an Gott. Gott sieht es. Er sieht was du denkst. Er sieht was du planst. Die Gedanken deines Herzens. Er weiß alles. Es ist kein Geheimnis vor Gott. Er weiß ganz genau über uns Bescheid. Wir können nichts vor ihm verbergen. Wir sind wie ein offenes Buch. Das ist gut, ne? Er kennt uns. Und darum ist auch, dass wir alles ihm bringen können. Das ist auch wunderbar. Die Zeugnisse, die ich gehört habe heute, ne? Das sind der Wandel mit Gott, in dem du alles mitbringen kannst. Alles, was dich bewegt, auch die jüngeren Leute, würde ich ermutigen, leben nicht aus deinem Kopf, sondern aus deinem Herzen. Und wenn ihr Probleme oder Schwierigkeiten oder was immer es ist in deinem Leben, dann bring es zum Gott. Sag, Herr, hilf mir. Er wird es tun. Mein Gerechter, der aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben, müssen wir wissen. Wir können, obwohl wir manchmal vielleicht so weit sind, wir sind so gedrückt und wir sagen, ich gebe den Glauben, ich habe das Tuch, ich hänge es ab, nicht? Ich will nicht mehr glauben, es ist mir zu schwer. Das wollen wir nicht tun. Wir wollen nicht unseren Glauben aufgeben, denn unser Glaube ist von Gott gekommen, ist nicht von uns selbst. Wir haben uns selbst nicht erfunden, wir haben uns selbst nicht gerettet, wir sind nicht selbst an Gott gefunden, sondern das ist allein Gottes Werk. Er hat dich gesucht und dich gefunden und dir was gegeben und Glauben in dein Herz gegeben, damit du ihn erkennen kannst. Und es geht darum, dass wir diesen Glauben bewahren. Nicht aufgeben, egal. Der Feind will, dass du aufgibst, der Feind will, dass du überhaupt nicht an Gott. Geh deinen Weg und mach Spaß und hab Spaß in der Welt und tu, was du willst. Tu das gar nicht wohl. Du wirst deine Belohnung nicht verlieren. Wenn der Tag kommt und es wird so erscheinen, dass wir vor dem Herrn sein wird. Wir können vor ihm erscheinen ohne Scheu, ohne Schuld, einfach vor ihm sein und uns freuen in ihm. Aber du musst daran bleiben, du musst auf diesen kleinen Weg, der kleine Spur bleiben. Dieser Glaube, der göttliche Glaube, soll unsere Schritte bestimmen. Und dieser Glaube soll auch unseren Wandel bestimmen. Wie aber? Welcher Glaube sollen wir Nachahmer sein, um Belohnung zu empfangen? Was für ein Glaube haben wir? Wo können wir schauen? Auf wen sollen wir schauen? Wer dieser Glaube? Also die Bibel ist voll. Also Hebräer 11, da sind die alle aufgelistet, die vor uns und wie die was erwirkt haben ins Königreich. Und wir wollen auch heute Morgen, aber hauptsächlich ein Mensch, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der heißt Abraham. Kennt ihr ihn vielleicht? Ja! Wir wollen ihm anschauen. Und die Auswirkung Abrahams Glaube. Und das ist das, ne? Dass wir immer wieder auf diese eine Schriftstelle in Hebräer, was wir vorgelesen haben, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Und das ist uns. Wir sind da auch. Wir
Erben. Wir sind Erbe Gottes und Miterbe Christi. Wir erben Dinge. Gott hatte uns vor, aber das sind die Verheißungen. Und wir wollen jetzt sehen, wie Abraham das getan hat. Wir wollen sehen, wie sein Glaube gewirkt hat, wie er sich das so in sein Herzen das Gott geglaubt hat, obwohl es bei ihm unmöglich war. Wir sehen nachher, dass es bei Abraham unmöglich war, menschlich gesehen. Aber Gott hat ihm eine Verheißung gegeben. Und da kommt es darauf an, dass er so einen Hinweis, warum er das geglaubt hat. Römer 4, 17 bis 22. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater viele Nationen werde. Nachdem was gesagt ist, so soll deine Nachkommen sein und nicht schwach im Glauben, sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, der er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißungen Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wir wollen das sehen, ne? Wie das, wenn es in unsere Tage wäre. Der ist 100 Jahre alt, fast. Und Frau de Sarah, weiß nicht, wie alt sie war auch schon betagt, vielleicht 80, ich weiß nicht, oder 70. Und jetzt glaubte Gott, hat ihm eine Verheißung gegeben. Und das ist der Schlüssel jetzt in diese ganze Predigt, dass Gott Abraham, obwohl er alt und nicht mehr fähig, er konnte nicht mehr Leben zeugen, er ist schon über das. Und Gott gab ihm eine Verheißung. Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, und weil Gott sagte, wir sind Wort des Herrn, wir lesen es gerade bald, hat er Gott geglaubt, obwohl er normal vom menschlichen gesehen, auf der menschlichen Seite, auf dem Verstand, also wenn der Verstand einschaltet, dann sagst du, hallo, ich heiße Abraham und ich bin 100 Jahre alt und ich kann keine Kinder bekommen und meine Frau auch nicht, Schluss. Aber Gott kommt da rein und er spricht zu ihm. Gott gibt die Verheißung, ich will dich fähig machen, dass du ein Kind bekommen hast, dass du ein Kind bekommen kannst. Und Abraham hat nicht gezweifelt. Wir lesen hier, dass Abraham nicht gezweifelt hat. Er hat es als bare Münzen genommen. Yes we can. Wenn er jetzt in Englisch sagen will, zu Gott, yes we can. Und es ist wunderbar. Und da ist es. Und das ist auch uns. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, wir dürfen daran festhalten. Wenn Gott in dein Leben in der Vergangenheit oder kürzlich ein Wort gesprochen hat zu dir, dann halte fest daran und zweifle nicht, dass Gott das auch erfüllen wird. Er wird es erfüllen in dein Leben. Er wird das dir geben. Es wird es ins Dasein bringen. Was hat Gott ihnen für eine Verheißung gegeben? Haben wir einen Teil gelesen jetzt, aber jetzt wir schauen genau hinein. 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham. Er war noch nicht Abraham, er war noch Abraham. In einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Wuhu! Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Was ist denn? Was?
Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Elise von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Ich habe gemerkt, in dieser Bibel ist immer und siehe. Dann kommt er nochmal und siehe. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Dieser Glaube, es beruht, oder der Glaube beruht auf, was Gott sagt. Wenn Gott sagt zu dir was, dann ist es auch bare Münzen. Da brauchst du nicht daran zu zweifeln, wenn Gott zu dir geredet hat, dann brauchst du es nicht zu bezweifeln. Es wird in Erfüllung gehen, alles was der Herr, was uns betrifft, auch als Gemeinde oder als Einzelne, es wird in Erfüllung gehen. Du wirst es alles ererben, du wirst es alles erleben. Und wir sehen auch, das ist auch wunderbar, ich habe auch in der Vergangenheit das gesagt, dass wo Gott sagt, geh hinaus und zähle die Sterne, wenn du kannst. Also ich glaube in manchen Ländern, ich glaube in Türkei oder Ungarn oder Kalifornien, die kannst die Sterne so, oder Frankreich oder Südfrankreich, die sind Milliarden, Millionen. Ne? Ich sage, so zahlreich wird deine Nachkommen sein, aus allen Nationen. Und wo finden wir die Erfüllung? In Offenbarung ist es geschrieben, wo steht, eine Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen, die stehen vor dem Lamm Gottes, vor dem Thron. Amen. Das ist die Erfüllung, die noch vor uns liegt. Es ist noch kürzer Weile. Preis den Herrn, dass wir so geboren sind, an diesem Ende der Zeitrechnung. Ne? Wo wir nah dran sind, ganz nah dran, wo es alles dann plötzlich geschehen wird. Es wird plötzlich geschehen. Auf einen Augenblick werden wir alle verwandelt. Und dann werden wir bei dem Herrn sein. Dann werden wir für ewig bei ihm. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Sorge. Muss nicht Milch kaufen jeden Tag, muss nicht mehr zur Arbeit gehen. Das ist schön, ne? Juhu. Sven muss nicht mehr zur Arbeit gehen morgens. Juhu. Es kommt. Das heißt, dass wir gar nichts zu tun haben. Wir werden zu tun, aber wir werden nicht arbeiten müssen. Da bin ich davon überzeugt. Wir werden die ersten Millionen Jahre nur alles erkündigen, was Gott alles gemacht hat. Amen. So Gott hat ihm die Verheißung, und es ist in der Verheißung, die er daran festhält. Das ist für uns Kinder Gottes, dass wir daran festhalten, an der Verheißung und auch für unsere Wege im Glauben durch, bis der Herr kommt. Das ist, warum wir darauf achten müssen. Eine andere Anspornen, ist das Deutsch? Anspornen? Zu glauben. Ein anderer Anspornen. Komm, wir gehen, komm. Wenn wir gehen zu Gebet, lass uns hingehen. In die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Dass wir wachsen da drin. Wir sehen es nicht, aber jedes Mal, wir kommen zusammen, dass der Herr ein Werk tut in dir. Er berührt dich, er rührt dich an, er stärkt dich, er ermutigt dich zu auszuharren. Und da sind auch die Kämpfe, die wir haben. Manchmal haben wir Kämpfe, ganz viele Kämpfe, und wir sagen, ich will nicht mehr. Ich bin müde. Aber der stärkt uns. Komm, kennst du den Renner? Wenn du in einem Rennen bist, desto näher du kommst ans Ziel. Da sind die Leute links und die machen die Flaggen. Ne? Die sagen, komm, weiter, nicht aufgeben. Und wir auch, wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen nicht aufgeben, wenn es schwer wird,
wenn die Umstände in unserem Leben oder die Umstände in der Welt oder Trübsal oder Schwierigkeiten kommen, wir gehen durch, ermutigen einander und durch, der Ende kommt nah und wir freuen uns darüber. Wir freuen uns. Wir dürfen das sehen, was der andere nicht sehen kann. Wir haben einen Schau auf das Zukünftige, was andere nicht haben. Aber unser Glaube wird geprüft. Unser Glaube wird geprüft, sodass es echt sein, das Echte hervorkommt. Nicht alles, was wir aus uns selbst gemacht haben. Alle unsere eigenen Bemühungen, unsere eigenen Werke, wird nichts durchkommen, wird nicht werden, wird gar nicht sein, wird verbrannt. Aber das Wahre, das Echte, was Gott in dir gelegt hat, das wird hervorkommen. Der Glaube wird geprüft. Unser Glaube wird geprüft. Und wir wollen das anhand der Abraham nochmal. Aber es wird noch eine Glaubensprüfung kommen. Jetzt hat Abraham den Kind bekommen, den Isaak. Das war der Verheißung. Gott hat ihm gesagt, durch Isaak würde ich euch oder nachkommen. Und dann, der Isaak war der Sohn der Verheißung. Er war der Auserwählte. Und Abraham liebte seinen Sohn. Wir lesen es gerade jetzt in den Second. Er liebte ihn sehr. Als er 100 Jahre alt war, hat er einen Sohn, Isaak, bekommen. Ne? Und alle, kannst du dir vorstellen, die ganzen Leute da, den Kindern dann auf, die haben gedacht, wo hast du den gekauft? Ich kann mir vorstellen, nee, das ist nicht von Sarah. Nee. Du hast ihn adoptiert irgendwo. Nein, Sarah sagte, nein, der Herr hat mir geboren, hat meine geöffnet, dass ich Kinder haben kann. Vielleicht, ich weiß nicht, wie alt sie war. Hat jemand eine Ahnung, wie alt der Sarah war? 99? Okay, sie war schon alt, ne? Okay, wir gehen davon aus, sie war 98. Und sie gebar ein Kind. Das war unmöglich. Biologisch, menschlich, unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Es ist nicht unmöglich, wenn du jetzt ein Problem oder Schwierigkeiten sagst, hey, ich sehe keinen Ausweg. Der Herr sagt, ich habe einen Ausweg. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich weiß, was du tun sollst. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich helfe dir zu beten. In allen Lagen, der Herr hilft uns. Der Geist kommt zu uns, wie ich gehört habe. Er kommt, wenn wir bitten, dann kommt und stärkt uns, auch in das Unmögliche. Bei Gott ist keines unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und jetzt kommt der Prüfung an Abraham. Wir denken jetzt, wir sind dabei, der Isaac ist ich weiß nicht, ist ein Junge jetzt, ein bisschen älter. Und wir lesen in 1. Mose 22 erstmal 1 bis 3. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Jetzt ist er Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Er hat nicht gesagt, oh. Er hat gesagt, hier bin ich. Wir haben nichts zu fürchten. Der Gläubige fürchtet kein Unglück. Der Psalm auch 23, ich fürchte kein Unglück. Und wenn Gedanken kommen, irgendwelche Gedanken, dass du Angst haben sollst, sagen, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Er ist bei uns. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Gott geht nicht weg. Er macht nicht Urlaub. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Ich spreche jetzt Deutsch mit englischem Akzent, okay? Moria. Und opfer ihm dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel
und nahm seinen beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Wir sehen das jetzt, er geht, aber ich habe wunderbare, wir lesen es noch nicht, wir lesen ein Vers so wunderbar, dass sein Glauben hervorzeigt. Schon bevor er hingeht, er weiß ganz genau, was geschehen wird. Er weiß ganz genau, was passieren wird. Wo ist jetzt Abrahams Glaube, die fest in Gott gegründet ist? Wo können wir es sehen? Wenn wir in jetzt 22,5 jetzt lesen, dann sehen wir es ganz genau. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Juhu! Haben wir das verstanden, ja? Er wusste schon in sein Herz, wie es ausgehen wird. Denn der Glaube ist fester Bestandteil seines Herzens. Er sagte den Knechten, wir gehen hin, machen Opfer und dann kommen wir wieder zurück. Wir beten dem Herrn an, dann kommen wir wieder. Er hat nicht gesagt, wir sehen uns. Ich gehe jetzt hin und wir sehen uns. Also, verstehst du, er ist ganz klar. Der Glaube in ihm war ganz klar und ganz deutlich, was in ihm wirkt. Der Glaube schon an Gott war in ihm fixiert. Und wir sehen das auch in einem Moment, in einer anderen Schriftstelle, wie sein Glaube war. Aber dieses wunderbare Vertrauen an Gott, obwohl Gott gesagt hat, geht hin und macht und du sollst deinen Sohn, Isaak da aus Brandopfer. Ich habe manche gehört, dass er ganz zu kämpfen hat. Ich glaube nicht, dass er ganz zu kämpfen hat. Und auch Gottes Wort beweist es. Wir sehen das nachher in einer anderen Schriftstelle gleich in einigen Sekunden. Er wusste ganz genau, er kannte seinen Gott. Abraham kannte Gott. Er wusste, er hat eine Beziehung zu Gott. Abraham wandelte mit Gott. Gott redete mit ihm. Gott hat ihn erwählt. Zu allen Nationen der Vater des Glaubens, zu allen Nationen sollte Abraham sein. Und Abraham hält diese Dinge fest. Er hat festgehalten, dass Gott gesagt hat, durch Isaak würdest du es tun. Und Abraham denkt so. Er denkt, Gott hat das gesagt zu mir. Dann wird ihm nicht, auch wenn ich ihn jetzt hinbringe und Brandopfer, dann wird Gott ihm auferwecken aus den Toten. Und das lesen wir auch. Jetzt bin vorgemacht, aber da ist genau das, was Abraham gedacht hat. Das ist der Glaube, was in uns sein kann, was wir diese Art von Glauben, dass wir Gott nicht zweifeln, wenn er uns eine Verheißung gibt, wenn er sagt, das und das und das würde ich tun, wir sagen, yes Gott, ja, das machst du. Was hören wir jetzt in Hebräer 11, 17 bis 19? Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Amen. Ist das wunderbar? Dieser Glaube war fest an Gott. Er schaute auf Gott, er schaute nicht auf, was geschehen war, der Opfer oder sonst was. Er schaute nur auf Gott, was Gott gesagt hat. Er sagt, du hast mir gesagt, dass in Isaak soll diese ganze Verheißung erfüllt werden. Und das ist das, was wir auch verstehen können. Dass wir das auch in unserem Herzen auch bewegen können. Das ist der Glaube, was Gott gefällt. Wollen wir solche Glauben haben, Kinder Gottes? Wollen wir Gott gefallen? Ja, es ist voll von Prüfungen, aber du siehst doch, während Gott festhält an die Verheißungen, da kann sonst was für eine Prüfung kommen.
Egal was für Gott für eine Prüfung. Und Prüfungen müssen uns dienen. Alle Prüfungen des Glaubens, das an euch übergeht, muss dienstlich sein. Die müssen uns dienen und uns wachsen lassen. Wir werden immer aus der Prüfungen hervorkommen. Wir werden geläutet, sagt Gottes Wort. Jeder von uns. Gott sagte keiner, na du bist ganz besonders, du wirst keine Prüfungen haben. Das wäre nicht fair der anderen, nicht, wenn Gott so was sagen würde. Aber wir werden alle geprüft, aber wir kommen alle hervor, egal wie schwer es ist, mein liebe Geschwister. Wenn du jetzt neu im Glauben oder jung im Glauben, der Herr hält dich fest, er lässt dich niemals los. Das ist ein Lied, ne? Lässt dich niemals los. Na, 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 na. Okay. Weißt du, das Lied ich meine? Er lässt uns niemals los. Der hält dich an deiner Hand. Keiner kann dich aus des Herrn Hand reißen. Keiner kann dich aus des Herrn Hand reißen. Keiner. Did you say Amen? Und wir sagen getrost auch. Wir sagen getrost, der Herr ist mein Heil. Der Herr ist mein Fels und mein Burg. Der Herr ist mein Licht. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte ich mich grauen? Der Herr ist bei dir. Er wird dich nicht verlassen. Ich komme zu Ende jetzt. Bald. Aber ich habe was Wunderbares entdeckt. Auch Abraham wieder. Und wollte eine Frage stellen. War Gottes Segen nur für Abraham und Sarah bestimmt? War die nur für Sarah und Abraham bestimmt? Nur in diese, Gott hat ihn gesegnet? Nein, ich habe etwas Wunderbares entdeckt. Okay. I'll get louder as well. Dann habe ich in 1. Mose 25, 1-2 was Wunderbares entdeckt. Die Sarah ist dann gestorben und der Abraham, es steht 25, 1-2, und Abraham nahm wieder eine Frau, die heißt Ketura, und sie gebar ihm Simran und Jokshan, Midan und Midian, Jishbak und Shuak. Er musste noch älter jetzt sein. Ich wollte nachschauen, wenn er gestorben ist, wie alt es war, aber er ist noch älter. Der ist noch 110 oder 120, weiß ich nicht. Und dieser Segen, die Gott ihm gegeben hat, es ist immer noch da. Von Sarah, von Isaac. Das ist immer noch bei ihm, dieser Segen. Und er heiratete und hat, wie viele Söhne hat er? Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Söhne, glaube ich. 6 Söhne. Wuhu! Danach mit 120. Wuhu! Die haben da gestaunt, glaube ich, die Leute zur damaligen Zeit, wo er, was? Abraham? Ja, wir haben gehört, dass Sarah, ja, das war was ganz Besonderes, aber weiter? 6 Söhne? Wunderbar ist Gott, weil Gott ist nicht unmöglich. Nicht unmöglich ist unser Gott. Und darum wollen wir auch, wo es uns betrifft, in unserem Leben, was vor uns liegt, was immer Entscheidungen, vielleicht hast du schwere Entscheidungen oder Dinge, die so schwer oder das ist kein Weg, bring es dem Herrn da, bring alles dem Herrn. Alle eure Anliegen, bring es Gott da und er wird antworten, er wird dir helfen und du wirst sehen, du wirst erkennen und sehen, dass Gott, der das gute Werk in dir begonnen hat, wird es auch vollenden. Amen? Von Anfang an, ne? Der Herr hat in dir begonnen ein gutes Werk und er wird es bis zu dem Tag, den er kommen wird, wenn er sich offenbar wird. Was vor uns liegt, nicht so weit. Nicht so weit liegt vor uns. Cheers. Okay, meine Lieben.
wollen den Herrn danken. Herr, ich danke dir für dein Wort. Es ist wahrhaftig, Herr. Und so wie du mit Abraham gehandelt hast, Herr, nicht nur mit Abraham, Herr. In Hebräer 11 sind so viel, Herr, David und Gideon und alle die anderen, Herr, was du durch Glauben, Herr. Aber danke für Abraham, dass er unser Vater ist, der Vater des Glaubens, Herr, für uns, Herr. Und wir dürfen schauen, Herr. Danke, dass dein Wort in uns bewirkt, Glauben. Dass das Hören des Wortes heute, Herr, dass du Glauben in meine Geschwister hineingelegt hast, Herr. Dass ihr Glauben gewachsen ist heute Morgen, Herr. Und dass du einen Glauben, dass er auf dich schaut, Herr. Der Glauben schaut auf Gott, der wahren und lebendigen Gott, unser Heiland. Deine Erlöser, deine Stärke. Und er wird in die kommenden Tage zu dir reden und dir Weisungen geben. Und wir danken dir, Herr, dass du uns stärkst in allen Lagen, Herr. Egal was es ist, Herr, und auch wenn wir meinen, das ist nicht gut, diese Sachen oder irgendwas in unser Leben kommt, Herr. Nichts kann uns schaden. Der Herr kann alles gebrauchen in unserem Leben. Er kann aus das Schlechte hervorragende Dinge bringen. Darum danken wir dir, Herr, dass alle Dinge sind möglich, der glaubt, Herr. Danke für den Glauben, den du uns geschenkt hast, Herr. Wir geben nicht auf, Herr. Wir schauen vorne, Herr, und gehen mit dir durch alle Zeit, durch schwierige Zeiten, Herr, was immer es kommt, Herr. Du wirst uns befähigen, du befähigst meine Geschwister, durch schwierige Zeiten zu gehen, Herr. Der in uns wohnt, ist größer als der in der Welt ist, Herr. Und darum rühmen wir deinen Namen, Jesus. Wunderbar bist du, Herr. Wunderbar über deine Gemeinde, Herr. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen.